Ja, ganz herzlichen Dank für diese schönen einleitenden Worte. Ich freue mich ganz besonders, heute hier bei Ihnen zu Gast sein zu dürfen. Ich finde es eine große Ehre und freue mich auf einen grünkohl-lastigen Abend mit Ihnen, aber einen Abend, in dem ich Ihnen oder den ich Sie von der wahnsinnig interessanten und vor allem vielfältigen Welt des Grünkohls überzeugen möchte. Und ich hoffe, ich kann das Versprechen halten, dass jeder von Ihnen heute Abend hier nach Hause geht mit mindestens einem interessanten Fakt oder einer Sache, die sie oder er bisher zum Grünkohl noch nicht wusste und dann vielleicht bei der nächsten Kohlfahrt weitertragen kann. Ja, mein Name ist Christoph Hahn. Ich forsche seit über 10 Jahren an der Uni Oldenburg zum Thema Grünkohl und bis heute lässt es mich nicht los. Und Sie sehen das schon so ein bisschen im Hintergrund auf dieser Folie. Grünkohl ist keinesfalls gleich Grünkohl. Also es ist nicht nur die eine grüne, krause Pflanze, so wie man sie vielleicht ja aus der Küche vom Wochenmarkt so her kennt. Da gibt es viel, viel mehr. Und das ist nämlich ganz genau das, was mich auch daran begeistert und was vor allem die Basis für die Forschung ist. Wenn man an Grünkohl denkt, so gerade jetzt ja zu Beginn des Winters, mit Blick auf die Saison und vor allem dann auch im Frühjahr, was assoziiert man dann am ehesten? Natürlich erst einmal das Grünkohlessen, das Menü, was wir uns in der Küche zubereiten. Aber ganz eng mit Grünkohl, gerade ja hier in Norddeutschland verbunden, sind natürlich die ganzen Kohlfahrten und Kohltouren. Also in denen da wirklich das Thema Grünkohl auf eine gewisse Art und Weise zelebriert wird. Man zieht mit einer Gruppe Freunden, Bekannten und einem vollbepackten Bollerwagen mit allerlei lustigen Spielen, dem einen oder anderen Getränk durch die Natur, macht eine schöne Winterwanderung und freut sich dann darauf, am Ende in einer Restauration einzukehren und ein leckeres, klassisches Grünkohlgericht zu sich zu nehmen. Aber haben Sie auch eine Idee, woher das eigentlich kommt? Warum machen wir Kohlfahrten? Irgendjemand muss das ja mal erfunden haben. Haben Sie eine Idee, wo der Ursprung dieser Tradition liegt? Kopfschütteln, noch gar nicht gehört. Das macht nichts. Der Ursprung liegt natürlich, wie könnte es anders sein, hier in Norddeutschland und genauer gesagt im schönen Oldenburg. Denn der Urvater und der Gründer quasi nicht der Gründer, diejenigen, die als erstes eine Kohlfahrt gemacht haben, war der Oldenburger Turnerbund. So sah das damals aus. 1871 die allererste Kohlfahrt. Das ist aus der Vereinschronik des OTB und die schöne Geschichte dazu ist folgendermaßen. Damals, also zu dieser Zeit, war es üblich, dass man im Turnverein oder man war in Sportgruppen und man unternahm in seiner Gruppe, in der Regel waren das, wie man auch hier unschwer sieht, Männergruppen, man unternahm eine Winterwanderung. Also jedes Jahr hat man einen schönen Spaziergang im Winter gemacht und hat sich dann zum Ende des Spaziergangs oder zur Hälfte in einem Restaurant in der Regel mit einer heißen Suppe aufgewärmt und gestärkt. So war das auch 1871 bei dieser Gruppe eigentlich der Plan. Es ging nach Wievielstede ins Gasthaus zur Brügge. Gibt es heute leider nicht mehr an der Stelle. Und als die Männer dort ankamen, hatte der Wirt leider nicht genug Suppe für alle. Und stattdessen tischte er ihnen ein Grünkohlessen auf. Und davon waren die Herrschaften so begeistert, dass sie gesagt haben, das wollen wir von jetzt an jedes Jahr. Wir wollen jetzt jedes Jahr, wenn wir auf Winterwanderung gehen, am Ende mit einem Grünkohlessen abschließen. Und damit war die Kohlfahrt geboren. Hat sich natürlich heute entsprechend weiterentwickelt, so wie man es eben heute kennt, mit mehr Geselligkeit und diesen entsprechenden Spielen und dem allen drumherum. Also eine Entwicklung hat stattgefunden, aber im Grunde der Grundstein und der Begründer war damals ja die Winterwanderungstradition des Oldenburger Turnvereins. So, und um uns jetzt alle mal auf denselben Stand zu bringen, so als kleine grundlegende Einführung zum Thema Grünkohl, habe ich Ihnen ein paar grundlegende Fakten, sage ich mal, zum Grünkohl mitgebracht. Zunächst einmal der wissenschaftliche Name. Wissenschaftlich nennt man Grünkohl Brassica oleracea und die Varietät Sabellica. Grünkohl ist ein Teil oder gehört mit zur Familie des Gemüsekohls, Brassica oleracea, und eben diese genaue Sorte Grünkohl wird mit diesem Terminus Sabellica bezeichnet. Grünkohl hebt sich von den anderen Kohlsorten ab durch die typischen kraus
oder eingekrausten Blätter, also durch seine Krausblättrigkeit. Dass das nicht immer der Fall sein muss, werden wir gleich noch sehen, aber im Grunde ist das so das typische Erkennungsmerkmal. Grünkohl ist eins der wenigen Kohlsorten, die winterhart ist, und deswegen ist es auch gerade ja bei uns im Winter als ein frisch zu erntendes und frisch im Garten zu haltendes Wintergemüse so populär. Rosenkohl ist auch noch winterhart, alle anderen Kohlsorten weniger bis gar nicht. Und deswegen ist auch das hier eine Besonderheit des Grünkohls. Ja, speziell in Norddeutschland haben wir eine regelrechte Kultur und einen Hype um Grünkohl. Den einen Grund, warum, über die Kohlfahrten habe ich ihn ja gerade genannt. Aber das finden wir eben so, diese Kultur, dass ein Gemüse so eben über den reinen kulinarischen Genuss so ja nahezu gefeiert wird und jeder damit etwas anfangen kann, das finden wir eben auch nur so hier in Norddeutschland. Ja, okay, machen wir, genau. Er hätte jetzt auch nicht die ganze Zeit hier gestanden, aber wir können das, dann können Sie mich noch mehr sehen für den Moment, ja. Diese Kultur ist auch in den letzten Jahren dadurch weiter quasi noch mehr in den Blick der Öffentlichkeit geraten, als dass Grünkohl immer mehr nach vorne tritt und als ein wahres Superfood bezeichnet wird. Und dass da wirklich was Wahres dran ist, werden wir auch heute im Vortrag sehen. Man muss es nicht unbedingt als Superfood so bezeichnen, man braucht nicht unbedingt diesen Ausdruck dafür. Wäre aber durchaus richtig, denn wir haben im Grünkohl zum einen eine ganze Bandbreite gesunder Inhaltsstoffe und von den jeweils einzelnen Stoffen haben wir auch vergleichsweise hohe Mengen in den Blättern, sprich also in der Pflanze vorliegen. Was im Einzelnen, werden Sie in ein paar Minuten noch genauer erfahren. So, und jetzt schätzen Sie doch mal, wie viele Grünkohlsorten gibt es weltweit. Dass es nicht nur eine ist, habe ich Ihnen jetzt schon gesagt. Sie haben ja vorhin dieses Bild schon gesehen. Also es muss ein paar mehr geben. Mal so ein paar Zahlen. Rufen Sie es einfach rein. Was glauben Sie? Wie viele Grünkohlsorten weltweit? Also wir haben 50, 2000, 1000, 100. Also quasi alles dabei. Man kann auch eigentlich nur raten, haben Sie völlig recht. Die Wahrheit liegt irgendwo in der Mitte. Also eine genaue Zahl zu fassen ist super schwierig, weil es immer auch regional irgendwo vielleicht einen Standort, eine Herkunft gibt, da ist ein regionaler Anbauer, der seit Jahrhunderten seine eigene Sorte irgendwie im Familienbesitz hat, die vielleicht in seinem kleinen Hofladen vermarktet. Diese Sorte ist aber natürlich nirgendwo in keiner Datenbank oder in irgendeiner Liste erfasst. Ist aber trotzdem natürlich eine regionale Grünkohlsorte. Insofern, genaue Zahlen sind schwierig. Man schätzt weltweit gute 150 verschiedene Sorten, Tendenz aber auf jeden Fall eher noch mehr nach oben. Also 1000 ist vielleicht ein bisschen viel, so viel sind es denke ich nicht, aber also gute 150, das können Sie, diese Zahl können Sie sich merken. So, hier habe ich sogar 160 geschrieben, genau, roundabout, also wie gesagt plus auf jeden Fall. So, und was über dem allen steht, und es taucht jetzt hier als letzter Punkt auf, aber eigentlich müsste er ganz oben stehen und auch mein Vortrag trägt ja diesen Titel: Grünkohl ist vielfältig und zwar in ganz, ganz vieler verschiedener Hinsicht. Das fängt bei dem Sortenspektrum an, bei der Sortenvielfalt, geht über den Geschmack, über die Inhaltsstoffe, über weitere Eigenschaften. Vieles davon werden wir heute Abend auch noch genauer kennenlernen. Und letztlich ist genau das die Basis und die Grundannahme oder die Grundeigenschaft von Grünkohl, warum wir ihn wissenschaftlich erforschen und warum es eben so wertvoll und spannend ist, genau diese Vielfalt zu quantifizieren und sich vor allem auch zu erhalten und damit zu arbeiten. Was genau? Das ist mein Anliegen, Ihnen heute zu zeigen. Ich möchte nämlich in meinem Vortrag, der ist so in 4 größere Teile gegliedert, Ihnen ja, so die wunderbare Welt ein wenig näher bringen. Wir werden gleich starten, dass wir noch mehr in die Vielfalt eintauchen, vor allem die Vielfalt, was die Pflanze betrifft. Da werden Sie noch mehr lernen. Dann tauchen wir gewissermaßen in die Pflanze ein. Wir schauen uns die inneren Werte an. Was für Inhaltsstoffe haben wir denn jetzt im Grünkohl? Warum sind die gesund? Was haben die für Eigenschaften? Das werde ich Ihnen also dann umfassend zeigen. Ja, und dann im dritten Bereich hier, der dritte Block, damit werden wir auch uns am längsten beschäftigen. Dann werde ich Ihnen natürlich einen Einblick darin geben, wie forschen wir denn an der Universität Oldenburg? Was habe ich in meinen Arbeiten bisher gemacht? Woran forschen wir aktuell und in der Zukunft? Was sind da für Fragen für die Forschung wichtig? Und vor allem auch, wie arbeiten wir? Also Sie werden dort schönes Bildmaterial haben und Sie werden wirklich einen plastischen Einblick bekommen in die Arbeit, in die wissenschaftliche Arbeit mit Grünkohl. So, und ganz zum Schluss, dann gibt es noch einen netten runden Abschluss. Grünkohl mal anders. Auch ein paar Tipps zum mit nach Hause nehmen. Wie kann man
angesichts dieser ganzen Vielfalt, die ja existiert und dem, was Sie bis dahin dann gelernt haben, ich sage mal so, wie toll Grünkohl ist, dieses Prädikat schicke ich einfach schon mal, diese Begeisterung schicke ich schon mal vorweg, wie man ihn dann auch abseits der klassischen kulinarischen Zubereitung noch nutzen kann und vor allem, ich werde Ihnen auch ganz tolle Ideen und Beispiele zeigen, wie in der Vergangenheit bereits Menschen kreativ mit Grünkohl umgegangen sind. So, wir wollen aber starten mit dem Blick in die Vielfalt. Wenn Sie an Grünkohl denken, dann kommt Ihnen wahrscheinlich so ein Bild vor Augen. So, das klassische, leckere Grünkohl. Wer noch kein Abendbrot hatte, dem läuft jetzt wahrscheinlich das Wasser im Mund zusammen. So, das schön klassische Gericht mit allen Beilagen, allem Fleisch, so wie wir das kennen. Auch vegetarisch oder vegan ist das inzwischen total lecker und gibt es ganz viele tolle Zubereitungsmöglichkeiten. Aber wir denken natürlich in der Regel irgendwie an Grünkohl-Essen. Wenn ich an Grünkohl denke, dann kommt mir das in den Kopf. Die ganze Sortenvielfalt. Das ist natürlich jetzt hier nur ein Ausschnitt, aber er zeigt diese Collage, wir haben die mal erstellt mit den ganzen Sorten, die wir inzwischen an der Uni zusammengesammelt haben. Also wir haben über 120 Sorten zusammengesammelt, bauen die auch jedes Jahr, zumindest in großen Auszügen, auch an. Und ja, das ist so, das ist das, was mein Begriff oder meine Vorstellung von Grünkohl, die Vielfalt. Und vor allem in allererster Sicht die Vielfalt, was die Pflanze angeht. So, und jetzt kommen wir zu meinem schönen Strauß, den ich hier schon vor mir stehen hatte. Ich habe Ihnen mal was mitgebracht, ein bisschen Anschauungsmaterial, damit es nicht nur bildhaft wird. Ein kleiner bunter Grünkohlstrauß. Ich war heute, bevor ich hier nach Delmenhorst gefahren bin, war ich bei uns auf dem Forschungsfeld und habe frisch gepflückt. Es ist noch feucht quasi, ganz, ganz frisch von der Pflanze. Ein bunter Mix vieler verschiedener Sorten. All das, was Sie hier in diesem Strauß haben, ist Grünkohl. Teilweise alte Sorten, teilweise rote Sorten, teilweise selbstgezüchtetes. All das ist hier vorhanden. Ein paar davon werden wir auch gleich noch näher besprechen und näher kennenlernen. Aber ich habe Ihnen das mitgebracht und ich würde Ihnen das gerne einfach mal durch die Reihen durchgeben. Sie können das gerne sich mal, während ich weiterrede, ein bisschen anschauen. Sie dürfen auch gerne probieren. Reißen Sie sich gerne was ab. Es ist alles Bio, wie gesagt, frisch geerntet, Bio. Knabbern Sie sich gerne durch. Ein bisschen schade für die letzte Reihe. Mal schauen, was da dann am Ende noch ankommt. Lassen Sie also gerne noch was übrig. Aber so kriegen Sie mal wenigstens was zum Anfassen, wie Grünkohl oder wie verschiedene Sorten denn jetzt wirklich vom Blatt her auch aussehen. So ein Bild ist ja schön anzusehen, aber da haben Sie es in Natura. So, aber für alle anderen und für die Zuschauer zu Hause, Sie haben jetzt leider nichts davon, habe ich natürlich Bildmaterial mitgebracht. So, und wenn Sie jetzt das anschauen, dieses Bild, da wird mir jeder von Ihnen wahrscheinlich zustimmen, ja, das ist Grünkohl. Das erkennen wir, das ist unser typischer Grünkohl. Bei den Bildern, die jetzt aber hier auch noch auftauchen, würden Sie das auch sofort als Grünkohl bezeichnen oder erkennen? Wahrscheinlich jetzt nicht immer, nicht bei jedem. Aber all das, was hier drauf ist, ist zumindest im weiteren Sinne Grünkohl. Wir haben zum Beispiel hier links unten oder auch hier rechts oben, und auch das ist hier in dem Strauß drin, rot gefärbten oder dunkel-lila gefärbten Grünkohl. Und nein, ich habe Ihnen da keinen Rotkohl untergemogelt. Sie erkennen es an dem typisch krausen Blatt, was ja das Erkennungszeichen für Grünkohl ist. Es ist wirklich eine rot gefärbte Grünkohlsorte. Grünkohl kann auch zweifarbig sein, so ein bisschen panaschiert, wie wir das hier unten sehen. Also so schön mit einer weißen Äderung und mit weißen Stellen, die übrigens noch sich mehr ausprägen, je kälter es wird. Dann, wir haben große, hochwachsende Sorten, also die richtigen Palmen, die wirklich so an die 2 Meter wachsen können. Aber es gibt auch den ganz niedrigen Grünkohl, der wirklich nur so fast bodendeckend ist. Das ist dann so die Sorte für den Single-Haushalt. Da ist nicht so viel dran zu ernten, aber auch die gibt es eben tatsächlich. Also wirklich die ganze Bandbreite. So, und dann gucken wir mal hier oben links dieses hier an. Da haben wir jetzt überhaupt kein krauses Blatt. Das ist eher so blasig, so blau-grün und so leicht gewellter Rand. Überhaupt nicht grünkohltypischer Wuchs. Ist auch keine krause Grünkohlsorte, ist aber nah verwandt mit unseren krausen Sorten. Das ist das, was die Italiener unter Grünkohl verstehen. Also die Sorten, die in Italien wachsen, wird auch als Palm- oder Schwarzkohl bezeichnet, hat eigene Eigenschaften, bildet also quasi eine eigene Sortengruppe in dem ganzen Sortengefüge des Grünkohls und eben aber eben nah verwandt mit den krausen Sorten, die wir hier kennen. Ähnliches gilt für das, was wir hier oben in der Mitte sehen. Auch da ist ja völlig untypisch. Da würden Sie eher sagen, es ist ein Blattkohl oder ein Weißkohl, der so ein bisschen aufgeblättert ist. Das ist aus Amerika stammender Kohl oder das, was die Amerikaner unter Kale dort anbauen.
Die kennen zwar auch Krause-Sorten dort in Amerika, wird dort auch angebaut und gezüchtet, aber vor allem in den Südstaaten, Georgia, Carolina, finden wir Oregon, da finden wir solche, ja, dem Blattkohl nahe Sorten, die auch wiederum eigene Eigenschaften haben. Also da sind die Inhaltsstoffe ein bisschen anders, aber trotzdem grundsätzlich zu diesem ganzen Sortengefüge des Grünkohls gehören. So, das ist ein Einblick in verschiedene Sorten. Diese ganzen Sorten, über 120, bauen wir jedes Jahr in unserem Forschungsfeld an. Und auch da habe ich Ihnen jetzt ein paar Eindrücke mitgebracht. Folgendermaßen sieht das aus. Sie sehen jetzt gleich ein paar Bilder, ein paar Eindrücke auch aus verschiedenen Jahren, wie unsere Felder aussehen. Und Sie sehen dort die ganze Vielfalt. Jede Reihe quasi, hier ist eine Grünkohlsorte. Und wir haben hier eben die roten Sorten, da hinten waren die Amerikaner, hier vorne zum Beispiel. Also es ist alles so ein bunter Mix. Bei uns wird jede einzelne Sorte nicht in großer Anzahl angebaut, weil bei uns kommt es eben auf die Bandbreite, auf die Vielfalt an. Deswegen reicht es, wenn wir von jeder Sorte 2, 3, 4 Exemplare haben, reicht in der Regel. Wenn wir gesonderte Versuche machen, dann haben wir auch nochmal gesonderte Pflanzen. Aber für unser großes Feld reicht das erstmal. Wenn man das Ganze aus der Vogelperspektive sich anschaut, sieht es so aus. Und auch hier kann man sehen, wenn man von oben drauf guckt, manche Sorten sind deutlich buschiger, entsprechend dann auch höher gewachsen oder größer, haben also einen deutlich größeren Umfang als andere. So sieht das aus. Auch hier eine schöne Geschichte, eine kleine Anekdote, die ich an der Stelle mal sehr gerne erzähle. Mich hat mal eine Journalistin besucht, ich wollte eine Reportage machen, hat mich dort also auf unseren Forschungsflächen besucht und ja, wir gingen dann da so hin und dann fragte sie, ja Herr Hahn, wo ist denn jetzt Ihr Grünkohlfeld? Und sie dachte halt an so einen ganzen Acker, wie die Landwirte es haben, und ganz so groß ist das natürlich nicht. Das ist zwar schon recht groß, aber natürlich kein großes Feld, wie es ein Landwirt vielleicht hat. Und dann kamen wir dann dahin und man sieht das hier so ein bisschen, das ist immer auch so schön eingezäunt, ein Tor vorne weg, damit die Tiere draußen bleiben. Und dann sagt sie, ach Herr Hahn, das ist ja Ihr Grünkohlgarten. Und das finde ich so schön. Und seitdem nenne ich das auch selbst so, weil es ist wirklich im wahrsten Sinne des Wortes wie ein bunter Garten mit der Vielfalt an Blumen, haben wir hier die Vielfalt des Grünkohls. Und etwas Besonderes haben wir hier im Garten, beziehungsweise allgemein in unserer Forschung. Wir haben nämlich die Gelegenheit gehabt und das Privileg, ganz alte ostfriesische Landsorten mit in unsere Forschung aufnehmen zu können. Das sind Sorten, die seit Jahrhunderten in Ostfriesland von dort Höfen, teilweise einfach von dort ansässigen Familien im Garten, im Bauerngarten gehalten wurden und über die Jahre kultiviert wurden. So, um das mal ein bisschen geografisch einzuordnen, wir sind heute hier in Delmenhorst, wo dieser Pin ist, und dieser Bereich hier, da zoomen wir rein, das ist Ostfriesland. Ich denke, Sie kommen ja von hier, Sie werden das ja in der Regel kennen, dieser ganze Bereich und alle grünen Punkte hier, was mit den Ortschaften hier markiert ist, das sind Standorte von Grünkohlsorten und die sind auch in der Regel nach ihrer Herkunft, also nach der Ortschaft benannt. Warum und wem haben wir diesen Schatz an alten Sorten zu verdanken? Denn dem haben wir einem Landwirt aus Rauderfehn zu verdanken, Reinhard Lühring, der sich sehr für den Erhalt alter Sorten im Allgemeinen, speziell aber alter Grünkohlsorten einsetzt und auch insofern eingesetzt hat, als dass er vor ein paar Jahren mal durch Ostfriesland gefahren ist mit seinem Moped und quasi über den Gartenzaun geschaut hat, wo finde ich denn hier noch einen Garten, wo Grünkohl angebaut wird. Und er hat einige gefunden, ist mit den Menschen ins Gespräch gekommen, die haben ihm Saatgut überlassen und inzwischen baut Reinhard Lühring diese Sorten jedes Jahr selbst bei sich an und produziert Saatgut. Und er sorgt dafür, dass diese Sorten nicht irgendwann aussterben, sondern dass sie erhalten werden. Denn der Trend, sich selbst in seinem Garten, auch bei diesen vormals Familienbetrieben oder diesen Höfen, ist der Trend zur Selbstversorgung, beziehungsweise dass man auch eben sich, was der Arbeit ist, die Arbeit auf sich nimmt, Saatgut zu produzieren, die Pflanzen zum Blühen zu kriegen oder zum Blühen zu lassen und eben Saatgut zu produzieren, nimmt immer mehr ab. In der jüngeren Generation kommt es immer mal wieder oder immer mehr wieder, Stichwort Urban Gardening und Wissen, wo das Essen herkommt und Regionalität, das ist ein ganz toller Trend, aber trotzdem, ich glaube, wenn so jemand wie Reinhard Lühring sich nicht engagieren würde, würde über kurz oder lang sehr viel aussterben. Was sehr schade wäre, vor allem auch für die Zukunft und für die Forschung, denn diese Sorten haben teilweise Eigenschaften, die wir in heutigen Hybridsorten oder für den großflächigen kommerziellen Anbau gezüchteten Sorten nicht finden oder auch nicht mehr finden. Deswegen sind das großartige Ressourcen für die Weiterentwicklung, für die züchterische Weiterentwicklung von Grünkohl.
Wenn Sie jetzt sagen, ich möchte diese ganze Vielfalt auch noch wirklich mal in Natura sehen, mal die ganze Pflanze sehen, nicht nur den Strauß, der jetzt durch die Reihen geht, können Sie, und zwar im Botanischen Garten in Oldenburg. Da haben wir nämlich im Nutzpflanzengarten so ein kleines Beet, einen kleinen Ausschnitt aus der Vielfalt, den wir dort zeigen können. Ist natürlich wirklich nur ein kleiner Teil, aber trotzdem, Sie finden dort hochstämmige Sorten, Sie finden niedrige, Sie finden rotblättrigen Kohl, Sie finden alte Sorten, Sie finden Italiener, Amerikaner, all das, so die wesentlichen charakteristischen Sorten können wir dort zeigen. Der Botanische Garten ist sowieso jederzeit ein Besuch und eine Reise wert, also schauen Sie da gerne mal vorbei im Nutzpflanzengarten und besuchen Sie den Grünkohl dort. So, jetzt haben Sie schon mal einen Eindruck bekommen von der Vielfalt in Bezug auf die Pflanze und auf die Sortenvielfalt. Und das ist im Grunde die Basis der gesamten Forschung gewesen, die damals bei mir mit meiner Bachelorarbeit gestartet hat. Wie ich sagte, damals, wir sind mit Reinhard Lühring in Kontakt gekommen und er hat uns mit Saatgut ausgestattet und hat uns eben alte Sorten überlassen und der Beginn war, dass ich mir diese alten Sorten angeschaut habe, ihre Eigenschaften verglichen habe mit eben für den kommerziellen Anbau speziell gezüchteten Sorten. So, das war der Start. Und dann haben wir gemerkt, da steckt so viel mehr dahinter, dass eben die Forschung auch Stück für Stück immer größer wurde. Und dann kam die Masterarbeit und irgendwann sogar dann die Promotion. Während der Masterarbeit habe ich mich speziell mit den inneren Werten des Grünkohls beschäftigt. Und was da alles wirklich drin ist und warum dieses Label Superfood, das ich ja schon ansprach, nicht ganz unberechtigt ist, das möchte ich Ihnen jetzt einmal näher bringen. Mal so eine kurze Blitzlichtumfrage. Was glauben Sie denn oder was wissen Sie oder vielleicht was erhoffen Sie sich? Steckt alles Gutes im Grünkohl? Was sind da für Inhaltsstoffe drin? Was glauben Sie? Vitamin C. Sehr gut. Wunderbar. Mineralien. Weitere Ideen? Auch richtig. Sehr gut. Ja, das waren schon, bitte? Ballaststoffe auch. Das waren schon 3 oder 4 Punkte, die tatsächlich hier gleich auftauchen. Haben Sie völlig recht. All das ist tatsächlich drin. Wir gehen es mal ein bisschen systematisch durch. Wir haben tatsächlich sehr viele Mineralstoffe. Und zwar eigentlich alles, was man sich so vorstellen kann. Kalium, Calcium für die Knochen, Eisen für unseren Blutkreislauf, fürs Hämoglobin, Zink, Magnesium, all das für unser Herz-Kreislauf-System, für unseren Stoffwechsel. Unverzichtbar und unheimlich wichtig. Genauso auf der rechten Seite Stichwort Vitamine. Sie haben ganz speziell oder ganz richtig, ganz konkret das Vitamin C genannt. Und nicht ohne Grund ist das hier auf der Folie deutlich hervorgehoben als besonders groß. Wenn Sie an Vitamin C denken und irgendwie Vitamin C mit Nahrung assoziieren, woran denken Sie als erstes? Ja, Zitrusfrüchte, Orange, Zitrone, völlig richtig. Vergessen Sie es. Vergessen Sie es, löschen Sie diese Assoziation. Wenn Sie das nächste Mal krank sind, machen Sie sich keine heiße Zitrone, kochen Sie sich eine Portion Grünkohl. Am besten irgendwie roh oder möglichst wenig verarbeitet, dann haben Sie am meisten Vitamin C. Grünkohl hat tatsächlich doppelt so viel Vitamin C wie eine Zitrone. Im rohen Blatt, muss man natürlich dazu sagen, es gilt immer für den Rohzustand, das gilt aber quasi für alle diese Stoffe, aber doppelt so viel wie eine Zitrone. Also Zitrusfrüchte sind da längst nicht das Nonplusultra, in Grünkohl steckt deutlich mehr. Ähnliches für andere Vitamine, K, E, A sind hier aufgeführt. Diese Vitamine sind auch eben sehr wichtig für den Körper. All das ist auch eben in Grünkohl vorhanden. So, dann haben wir noch mal ein paar mehr Sachen. Antioxidantien steht hier. Was sind Antioxidantien? Antioxidantien ist quasi ein bisschen die Polizei für unsere Zellen oder die Sanitäter für unsere Zellen. Die sorgen dafür, dass Verbindungen, die unsere Zellen Schaden zufügen können, abgefangen werden. Solche schädigenden Verbindungen, das sind freie Radikale, das sind also reaktive Sauerstoffverbindungen, die unsere Zellen denen Schaden zufügen können. Und damit das nicht passiert, gibt es diese Antioxidantien, die sich an diese Schadstoffe quasi binden und die dadurch inaktivieren und unschädlich machen und dann quasi entsorgen und abtransportieren. Also gewissermaßen so ein bisschen so die Security für unsere Zellen. Und deswegen ist das ganz wichtig, dass wir Antioxidantien mit unserer Nahrung aufnehmen, um eben solchen potenziellen Zellschädigungen vorzubeugen. Grünkohl ist wahnsinnig ballaststoffreich, haben Sie, glaube ich, auch gesagt. Ne? Ballaststoffe, ganz, ganz wichtig für unsere Darmflora, für unsere Verdauung. Und zwar haben wir beide
Typen von Ballaststoffen. Einmal diejenigen, die ein wunderbares Bakterienfutter sind, also für unsere Darmbakterien Nahrung sind, dass wir die Flora, die wir im Darm haben wollen, erhalten. Und dann die Ballaststoffe, die den Darm einmal so richtig durchputzen und all das, was da nicht hingehört, rausbefördern und ja, eben die Verdauung anregen. Also auch hier Grünkohl ein wunderbares ballaststoffreiches Gemüse. Und dann die Fettsäuren, die auch schon genannt wurden, die Omega-3-Fettsäuren, das sind die guten, mehrfach ungesättigten Fettsäuren, die zudem essentiell sind, also der Körper kann sie nicht selbst herstellen, müssen wir durch die Nahrung aufnehmen und eben hier haben wir auch Grünkohl als eine wunderbare Quelle dafür. So, und jetzt haben wir noch 3 weitere, es ist ja noch ein bisschen Platz hier, wir sind noch nicht fertig. Wir haben noch 3 weitere, größere Stoffgruppen, die insofern größer sind, als dass sie auch interessant für die Forschung sind und mit denen haben wir uns eben auch näher in speziellen Untersuchungen beschäftigt. Zum einen haben wir Carotinoide. Da könnten Sie jetzt sagen, Carotinoide, das verbinde ich jetzt eher mit Karotten und Möhren, ja auch gerade so dieser rote Farbstoff, das Rote der Karotten, Beta-Carotin, was hat das im Grünkohl zu suchen? Ist auch tatsächlich hier drin und in gar nicht mal so kleinen Mengen. Also zum einen das Beta-Carotin, aber auch so ein Stoff wie Lutein. Lutein ist sehr gut zur Bekämpfung oder Vorbeugung von altersbedingten Augenerkrankungen, die Makuladegeneration. Da kann das Lutein sehr hilfreich wirken und das haben wir auch hier in großen Mengen im Grünkohl enthalten. Zudem Carotinoide wirken antioxidativ, hatte ich Ihnen ja gerade gesagt, die Security für unsere Zellen. Cholesterin senken und auch entzündungshemmen. Also auch das alles wunderbare Eigenschaften, die sehr wichtig sind für unseren Organismus. Flavonoide. Auch die antioxidativ wirksam sind gut für das Herz-Kreislauf-System und sie wirken antibakteriell. Für die Pflanze sind es Schutzfaktoren mitunter. Es können auch oder Farbstoffe sein, aber im Grünkohl ist es vor allem auch eher so ein Schutzfaktor. Und genau, für uns eben unter diesen Aspekten ein sehr positiv zu bewertender Inhaltsstoff. Und last but not least, das was hier unten rechts steht, die Glucosinolate oder auch Senföle oder Senfölglykoside, allgemein als Bitterstoffe auch bezeichnet. Das ist sehr allgemein gehalten. Bitterstoffe deswegen, weil sie für diesen typischen bitteren und kohligen Geschmack verantwortlich sind. Also diese sind eine ganz geschmacksprägende Komponente des Grünkohls. Aber Geschmack ist nicht alles, denn die haben neben der Eigenschaft, dass auch sie cholesterinsenkend sind und antibakteriell, vor allem die wiederum für die Forschung ganz spannende Eigenschaft, dass sie krebsvorbeugende Eigenschaften besitzen. Das heißt, sie sind in der Lage, dieses entartete Krebszellwachstum zu unterbinden und auch dafür zu sorgen, dass Zellen gar nicht erst in dieses entartete Wachstum abdriften. So. Das haben nicht wir untersucht, das ist medizinische Forschung, aber das ist bekannt, diese Prozesse sind bekannt, dass diese Stoffe eben, beziehungsweise deren Abbauprodukte diese Funktion und diese Eigenschaften besitzen. Wir konnten zeigen, in welchen Mengen und vor allem welche Vertreter dieser Stoffgruppe im Grünkohl enthalten sind und vor allem in welcher Sorte, in welcher Menge. Das ist eins der Projekte, die Teil meiner Dissertation waren. Ja, das ist also erstmal der Blick auf die Inhaltsstoffe. Sie sehen also, eine ganze Bandbreite von allem Guten ist eigentlich was dabei, was man sich so vorstellen kann. Und deswegen, man tut sich mit einer Portion Grünkohl auf jeden Fall was Gutes. Am besten, je roher und unverarbeiteter Sie ihn zu sich nehmen. So, jetzt kann Sie sich noch fragen, okay, jetzt haben wir über Inhaltsstoffe gesprochen, aber was ist jetzt Thema Geschmack? Was macht denn jetzt Geschmacksunterschiede im Grünkohl aus? Und im Wesentlichen haben wir 2 große geschmacksprägende Komponenten. Zum einen sind es die eben ja bereits angesprochenen Glucosinolate oder eben diese Bitterstoffe, die genau diesen kohligen, bitteren Geschmack verantworten. Daneben gibt es noch die Polyphenole, die auch in Richtung bitter gehen, über die wollen wir aber gar nicht weiter sprechen. So, und quasi die andere Seite der Waage, ja, das ist die Süße, das ist der süße Geschmack und dafür sind vor allem Zucker, Kohlenhydrate verantwortlich und nicht nur einer. Es gibt 13 verschiedene Zuckerarten, die im Grünkohl enthalten sind. Darauf werde ich gleich nochmal, wenn ich über die Forschung spreche, nochmal im Detail zurückkommen. Da werden wir uns nämlich nochmal mit den Zuckern ein wenig beschäftigen. Also diese beiden, das sind die beiden großen quasi geschmacksgebenden Komponenten. Auf der einen Seite das Bittere durch die Glucosinolate hauptsächlich, auf der anderen Seite die Süße, die wir ja auch im Winter erreichen wollen, durch die Zucker.
Es gibt noch mehrere kleinere Stoffe, die auch irgendwie geschmacksgebende Eigenschaften haben. Wird dann aber viel zu chemisch. Darüber wollen wir nicht weiter reden. Merken Sie sich einfach diese beiden großen Gruppen, bitter und süß. So viel zu den Inhaltsstoffen. Jetzt, Sie warten sehnsüchtig darauf, dass wir endlich jetzt über die Forschung sprechen. Was machen wir denn jetzt in Oldenburg die ganzen Jahre über? Warum erforschen wir Grünkohl? Warum begeistert es mich seit über 10 Jahren immer noch so sehr, dass ich mich schon die ganze Saison darauf freue, Ihnen heute Abend darüber erzählen zu dürfen? Genau das möchte ich Ihnen jetzt ein wenig näher bringen. Ich werde Ihnen also zeigen, was genau für Aspekte uns interessiert haben, was für Fragestellungen uns interessiert haben und dann auch aber den Blick in die Zukunft richten, was ist demnächst und was ist so perspektivisch in der Grünkohlforschung von Interesse. Wenn man irgendwo in Norddeutschland oder speziell in Norddeutschland erzählt oder irgendjemand mitkriegt, die Uni Oldenburg erforscht Grünkohl, das Kultgemüse, da wird einem gerne mal die Tür eingerannt von Medienseite und ich erwähne das deshalb, weil wir damit nie gerechnet hätten, dass das über die Jahre natürlich ein derartiges Medieninteresse hervorruft und welcher Nachwuchswissenschaftler kann schon von sich behaupten, dass er einmal in die prominente Talkrunde der NDR Talkshow eingeladen wurde oder auch sonst die Möglichkeit hatte, an diversen anderen Formaten mitzuwirken, eingeladen zu werden und vor allem jedes Mal den Menschen begeistert von der Vielfalt von Grünkohl zu erzählen. Ein Thema, mit dem jeder irgendwie was anfangen kann, irgendwas assoziiert, aber bei jedem dieser Aha, oh, das wusste ich aber nicht, das ist Grünkohl, wow, interessant, das hervorruft. Und darüber bin ich so glücklich und welcher Forscher erzählt halt nicht gerne über das, was er den Tag über macht und stößt halt bei jedem noch so dazu auf interessante Ohren, weil eben jeder damit was anfangen kann. Dazu nur deswegen dieser kleine Ausblick oder Exkurs. Jetzt kommen wir wirklich zur Forschung. Und das erste große Thema sind natürlich die Inhaltsstoffe. Hatte ich Ihnen ja gesagt, das ist ein Schwerpunktthema meiner Forschung gewesen. Zum einen waren es die Glycosinolate. Die lasse ich heute mal ein bisschen außen vor, Ihnen da in Details zu geben. Können Sie natürlich hinterher können wir gerne noch im Gespräch darüber reden. Ich möchte Ihnen aber jetzt vor allem mehr zu den Zuckern erzählen und vor allem den Einfluss der kalten Temperatur ein wenig beleuchten. Sie alle kennen das ja sicherlich. Was sagt man immer, was ist der Mythos für Grünkohl? Wer braucht Frost, damit er süßer ist? Ernte ihn bitte nicht vor dem ersten Frost. Aber ist das denn wirklich so? Sind die Pflanzen wirklich süßer? Ist da mehr Zucker drin, wenn die Pflanzen so aussehen, wenn da so richtig schön der Frost drüber gegangen ist? Alle sagen es, aber bisher wissenschaftlich angeschaut hatte sich das niemand. Deswegen habe ich das gemacht. Habe ich mir eine Studie dazu überlegt, einen Versuch ausgedacht, das einmal zu testen. Und anhand dieses Beispiels möchte ich Ihnen jetzt eben zeigen, wie arbeiten wir an der Universität, wie arbeitet man mit Grünkohl und wie sind da so die Abläufe. Zunächst einmal brauchen wir Frischmaterial. Wir brauchen die Blätter, deswegen haben wir unseren Grünkohlgarten. Ich gehe dann also in den Garten rein und pflücke mir frische Blätter von den verschiedenen Sorten, die ich untersuchen möchte, nehme sie ins Labor, trockne sie in einem Trockenschrank und male sie dann zu so einem feinen Pulver. Das Ganze wird dann mit einer wässrigen Alkohollösung versetzt, die dafür sorgt, dass die ganzen Stoffe, die in den Blättern enthalten waren, hier oben in Lösung gehen, in diesen Überstand quasi heraus extrahiert werden, sodass ich dann am Ende diesen Überstand mir nehmen kann, ich pipettiere ihn ab und gebe ihn dann in die weitere Analyse, in die Messung, in so ein großes Laborinstrument. Das ist ein Massenspektrometer, gekoppelt an einen Hochleistungsflüssigkeitschromatographen. Das klingt genauso spektakulär, wie es auch ist, wobei es eigentlich nur dieser Kasten ist und da gibt man was rein und hier rechts ist der Computer, der spuckt einem dann sowas aus. Mehr sieht man gar nicht. Es ist natürlich auch hochtechnisch, hochkomplex und auch die Chemie dahinter muss auch ich alles gar nicht groß wissen im Detail. Wichtig ist einfach nur, was macht die Maschine? Die macht nichts anderes, als die vielen verschiedenen Stoffe, die verschiedenen Inhaltsstoffe, die ja alle gemixt in diesem Blatt enthalten sind, fein säuberlich nacheinander aufzutrennen und mir quasi, wie gesagt, der Reihenfolge nach zu präsentieren, sodass ich mir dann genau die einzelnen Stoffe anschauen kann, die ich untersuchen möchte. Und das Ganze erhält man dann in so einem sogenannten Chromatogramm und wir sehen hier, jede Reihe ist quasi ein Stoff. Das sind jetzt hier Beispiele für verschiedene Glycosinolate und diese Peaks, die wir hier sehen, die sagen mir, ja, dieser Stoff ist in dieser Probe enthalten
Und anhand der Peakgröße und der Peakfläche kann ich ganz genau berechnen, wie viel dieses einzelnen Stoffes in der Pflanze oder in der Probe enthalten war. Und das spielt man dann einfach für die ganzen Proben durch und für die verschiedenen Stoffe, die ich mir eben anschauen will. Das ist natürlich Software unterstützt und genau, am Ende ist es halt, der letzte Schritt ist immer die Computerauswertearbeit. Jetzt wissen Sie, wie das Ganze methodisch abläuft. Jetzt kommen wir zurück zu unserem Versuch. Wir wollen ja untersuchen, was passiert mit den Zuckern im Grünkohl, wenn es draußen friert. Jetzt könnte ich natürlich warten, bis es draußen gefroren ist. Dann gehe ich in den Garten und ernte und gehe dann ins Labor und schaue mir das Ganze an. Könnte ich machen, wäre aber viel zu ungenau. In der Wissenschaft bei Versuchen muss immer alles ganz genau kontrolliert sein. Und draußen auf dem Feld hätte ich viel zu viele Einflussfaktoren, die ich gar nicht kontrollieren kann. Regen, der kommt, Tiere, Wind, Wetter, die Bodenverhältnisse, all das ändert sich auch noch, kann von Tag zu Tag. Das funktioniert nicht. Deswegen, wir brauchen kontrollierte Bedingungen. Deswegen haben wir den Grünkohl quasi ins Gewächshaus geholt, beziehungsweise genauer gesagt in so eine Temperaturkammer. In der kann ich alles ganz genau regulieren. Und was habe ich gemacht? Ich habe die Grünkohlpflanze, man sieht hier so ein bisschen, dann haben wir die Tür aufgemacht, da drin wachsen gelassen. Also von der Aussaat dann bis so zu ein paar Wochen und ein paar Monate, bis sie dann groß genug waren, habe ich sie da drin wachsen lassen bei muckeligen, sommerlichen 25 Grad. So, also erstmal bei warmer Temperatur. Als sie entsprechend groß genug waren, habe ich einige Pflanzen abgeerntet, also Blattmaterial genommen, bin ins Labor. Wie das funktioniert, habe ich Ihnen gerade gezeigt. Und dann habe ich die Grünkohlpflanze ein bisschen geärgert. Dann habe ich nämlich die Temperatur in der Kammer auf 2 Grad herabgesetzt. Wohlgemerkt 2 Grad. Kein Frost, sondern 2 Grad. Was aber eben entsprechend kalt ist. Und dann habe ich die eine Woche lang frieren lassen bei 2 Grad und danach oder dann zu bestimmten Zeitpunkten wieder Blattmaterial genommen. Und dann habe ich im Labor gemessen, und zwar die verschiedenen Zucker. Denn auch hier, ich sagte ja, Zucker ist nicht gleich Zucker. Wir haben zig verschiedene Zuckerarten, die auch immer verschiedene Eigenschaften und verschiedene Funktionen in der Pflanze haben. Wir haben hier den Fruchtzucker, Fructose, den Traubenzucker, den Sie ja kennen, Haushaltszucker, die Zuckerwürfel und noch viele weitere. Und all die habe ich dann untersucht. Und ich habe Ihnen jetzt mal ein Beispielergebnis mitgebracht. Und zwar ist das hier die Ergebnisse für die Fructose. Was sehen wir hier? Wir sehen erstmal die Ergebnisse für 3 verschiedene Grünkohlsorten. Und zwar einmal hier, das ist eine typisch krause norddeutsche Sorte mit dem Namen Frostara, also ein klassischer Grünkohl. Dann haben wir hier in der Mitte einen Wildtyp, also eine wilde Form einen wilden Vorfahren des Grünkohls. Und ganz unten eine italienische Sorte, Black Tuscany heißt sie, also der italienische Kohl. Das ist dieser hier, der hier so rausragt mit diesen Blättern. Der ist das. So. Dann sehen Sie hier verschiedene Balken, und zwar einmal die schwarzen Balken. Das ist der Fructosegehalt in den Pflanzen, die ausschließlich Wärme gesehen haben. Also das ist der Zuckergehalt bei Wärme. Die grauen Balken, das ist der Zuckergehalt bei Kälte, und zwar einmal nach 3 Tagen bei 2 Grad in der Klimakammer, nach 7 Tagen und nach 11 Tagen. So, und was sehen wir hier Schönes? Wir sehen, dass wir sowohl bei dem krausen Grünkohl als auch beim Wildtyp einen direkten und starken Anstieg der Zuckerproduktion als Reaktion auf den Kältereiz hier sehen. Und zwar, hier wird es sogar noch stärker über die Zeit, hier bleibt es mehr oder weniger gleich, aber es ist teilweise mehr als ein doppelt so hoher Zuckergehalt aufgrund des Kältereizes hier, der Kälte, die die Pflanzen dort in der Kühlzelle oder Temperaturzelle ausgesetzt waren. Bei der italienischen Variante hier unten, da sehen wir das nicht wirklich. Da ist je nach 3 Tagen, 11 Tagen, das keine wirkliche Resonanz hier in der Zuckerproduktion als Reaktion auf Kälte zu sehen. Wie erklärt man sich das? Oder wir erklären das damit, dass die italienischen Varianten aus ihrer Heimat, der Toskana, kommen, in der sie hauptsächlich an warme Temperatur angepasst sind. Da gibt es keinen kalten Winter, keinen Frost. Und deswegen ist deren Organismus auch daran nicht angepasst. Und die Pflanzen kennen, die Pflanzen kennen dort eben keinen Frost. Und deswegen zeigen sie hier im Versuch eben jetzt auch nicht so einen starken Reiz in ihrer Zuckerproduktion, wie die anderen Sorten das tun. So, jetzt kommen wir zu der Ausgangsfrage zurück. Frost, ja oder nein? Braucht Grünkohl wirklich Frost? Wie würden Sie es beantworten? Ja oder nein? Also ich würde es eher mit einem Jein beantworten. Also der Mythos oder diese Geschichte, Grünkohl braucht Frost oder zumindest kalte Temperatur, ist nicht ganz falsch.
aber auch nicht so ganz richtig, denn wir brauchen keinen Frost. Die haben das Ganze ja bei 2 Grad durchgeführt. Und es gibt auch andere Studien, die zeigen, dass Zuckerproduktion in Pflanzen bei einstelligen Plusgraden beginnt. Das heißt, Sie können sich merken, alles unter 10 Grad plus, da beginnen die Pflanzen, ist ihnen kalt zu werden, quasi zu frieren, und sie beginnen mit dieser erhöhten Zuckerproduktion. Das heißt, eine Einlagerung der Zucker in der Pflanze, es wird nicht mehr durch den Stoffwechsel abgebaut und wir haben einfach mehr Zucker. Warum passiert das schon so früh? Oder warum passiert das überhaupt? Warum wird der Grünkohl süß? Er macht das ja nicht, damit er uns besser schmeckt, sondern die Funktion der Zuckerstoffe für die Pflanze ist ein Frostschutzmittel. Denn diese Zucker werden in die Zellmembranen eingelagert und sie schützen den überlebenswichtigen Photosyntheseapparat der Pflanzen vor Frostschäden. Davor, dass sie eben durch eine Frostnacht, wenn es friert, ne, Wasser gefriert, dehnt sich aus, die Zellen würden kaputt gehen. Damit das nicht passiert, dafür sorgen die Zucker, so wie das Frostschutzmittel in Ihrem Auto, im Kühlmittel. Genauso funktioniert das da auch. Und würde jetzt Grünkohl erst in der ersten Frostnacht damit beginnen, wäre das viel zu spät. Dann würde die Pflanze schon Schaden nehmen. Deswegen allgemein, wenn es kühl wird, Spätherbst, Frühwinter, wenn es so Richtung 10 Grad und kühler wird, laufen diese Prozesse ab. Das heißt, Sie können sich merken, Kälte ist zuträglich, ja. Je länger es kalt wird, desto mehr Zucker haben wir, desto süßer ist der Kohl. Ich muss aber nicht wirklich auf den klassischen ersten Frost warten. So. Schon mal das Erste, was Sie heute mitnehmen. Und nicht das Erste, aber schon mal etwas, was wir geklärt haben, was Sie vielleicht so bisher nicht so wussten und eher nur den Mythos halt kannten. Gut, gucken wir uns weiter das nächste Thema an, was uns interessiert. Das ist die Verwandtschaft von Grünkohl. Wer ist wie mit wem verwandt? Ne, angesichts dieser Sortenvielfalt, auch aus verschiedenen Ländern, haben wir uns eben gefragt, welche Sorten stammen denn vielleicht voneinander ab? Kann man irgendwie eine Art Netzwerk rekonstruieren? Lassen sich Sortengruppen finden mit vielleicht sogar gleichen Eigenschaften? Und ja, das ist tatsächlich möglich. Ich habe mit einem Kollegen erstmals eine von ihm entwickelte neue Analyse angewandt, wie man mit solchen Daten umgeht. Wir haben eigentlich nichts anderes gemacht, als uns das Erbgut der Pflanzen angeschaut. Wir haben die DNA extrahiert und haben jetzt so ein Verwandtschaftsnetzwerk damit rekonstruiert. Und was Sie hier sehen, ich gehe nicht ins Detail darauf ein, aber Sie sehen hier auf der linken Seite finden sich eigentlich all die Sorten, die kraus sind. Das, was wir also als typischer Grünkohl kennen. Egal, ob das jetzt grün ist, ob es rot ist, ob es große, kleine sind, ob es alte Sorten sind. All das, was irgendwie zu krausem Grünkohl gehört, finden wir hier so zusammen auf einer Seite. Dann heben sich genauso aber auch die amerikanischen nicht krausen Sorten von den anderen ab und hier die italienischen Sorten, hier so in lila, die tun das ebenfalls und bilden eine eigene Gruppe. Dass diese jeweiligen Gruppen entsprechend auch in ihren Inhaltsstoffen eigene Profile zeigen, das konnte ich auch in einer Analyse feststellen. Das habe ich Ihnen jetzt so nicht gezeigt, aber kann man damit in Einklang bringen. Also hier diese Gruppen, die wir hier sehen, haben entsprechend auch eigene oder etwas anders gelagerte Eigenschaften. Also Verwandtschaft von Grünkohl, auch ein ganz, ganz spannendes Thema, wie man das Ganze so ein bisschen klassifizieren kann. Eine weitere Frage ist die Frage der Fraßfeinde. Denn nicht nur wir mögen Grünkohl. Wir haben beobachtet, manchmal kommt man eines Morgens nach dem Wochenende nichts ahnend, gut gelaunt in seinen Grünkohlgarten und findet sowas hier vor. Und man guckt mal ein bisschen weiter und dann findet man die Kollegen hier, die sich gedacht haben, wir testen deinen Grünkohl heute am Sonntag auch mal. Und die haben sich das richtig schmecken lassen und es ist kein Scherz, dass die Pflanze so kahl tatsächlich nach nur wenigen Tagen aussehen kann. Typische Feinde des Grünkohls, Raupen und Schnecken im Wesentlichen, so die Fraßfeinde sind. Und jetzt haben wir uns als Wissenschaftler, man denkt ja dann gleich weiter, man versucht ja irgendwie aus einer Not eine Tugend zu machen und so sich zu fragen, wie kann man das irgendwie jetzt noch in die Wissenschaft einbauen. Denn wir haben beobachtet, nicht alle Sorten sind gleichmäßig befallen oder es sind immer so die gleichen Sorten. Nein, es sind schon spezielle oder immer wieder ähnliche Sorten und ähnliche Pflanzen, die vermehrt befressen wurden. Und da haben wir uns gedacht, haben denn vielleicht die Fraßfeinde jetzt auch eine spezielle Präferenz für eine bestimmte Sorte, wenn sie denn die Wahl haben? Und die Wahl hatten sie ja bei uns oder haben sie ja bei uns. Und daraus haben wir uns auch wieder einen schönen Versuch ausgedacht. Wir haben nicht das mit Raupen gemacht, sondern wir haben uns mal gedacht, wir nehmen uns Schnecken als sehr einfach zu haltende und zu kultivierende Versuchstiere. Keine Sorge, ihnen geht es allen gut.
Und sie haben von uns lecker zu essen bekommen. Das ist ein Versuch, also das, was hier aussieht wie ein Schneckenrennen, ist eine hochwissenschaftliche Versuchsanordnung. Ja, die nämlich eine Bachelorstudentin von mir durchgeführt hat. Und was haben wir uns hier ausgedacht? Wir wollten eben testen, haben diese Schnecken eine Präferenz, wenn sie die Wahl haben, die Futterwahl haben. Und sie hatten hier die Futterwahl. Jede Schnecke ist hier, oder in jeder Bahn ist eine Schnecke in der Mitte und sie hat in jede Richtung quasi eine wässrige Grünkohlspur zu so einer Art Grünkohl-Smoothie, wenn man so will. Ein Grünkohlbrei bestehend aus einer Sorte. Das heißt, jede Schnecke hat hier die Wahl zwischen entweder Sorte A oder Sorte B. Und wir haben mal jetzt beobachtet, wo kriegt sie hin? Was passiert mit ihr? Für welche Seite entscheidet sie sich? Und hat ganz spannende Ergebnisse gebracht. Es war gar nicht so eindeutig, wie wir uns das gedacht haben. Also es ging schon in die richtige Richtung, aber natürlich, die Schnecken, die machen jetzt auch nicht immer mit. Also hier die klettert die Wand hoch, die hat überhaupt keinen Bock hier. Also meine Studentin, die hat das schon echt zahlreiche Male durchgeführt und wiederholt und auch in immer anderen Anordnungen von Sorten hier. Aber grundsätzlich hat das echt gut funktioniert und nur es war eben nicht so eindeutig, wie wir das gedacht haben. In der Wissenschaft spricht man auch von Signifikanz, also einer Eindeutigkeit und die war eben noch nicht so sehr stark gegeben, dass man von einem Trend oder von einem eben eindeutigen Ergebnis sprechen konnte. Wir hatten natürlich die Erwartung, dass die Schnecken zu der Sorte kriechen, von der wir wussten, die hat weniger Bitterstoffe, ist also quasi milder als die jeweils andere Sorte. So. Das haben sie zwar grundsätzlich auch gemacht, aber wie gesagt, nicht in der Häufigkeit, wie es nötig gewesen wäre für wissenschaftliche Erkenntnisse. Deswegen bietet sich das an, dass wir das nochmal etwas größere Ausführungen und nochmal modifiziert auf jeden Fall nochmal durchführen und weiter verfolgen. Das also zum Thema Fraßfeinde. So. Und dann kommen wir am Ende auch noch bei eins meiner Projekte und letztlich so ein bisschen das, was immer so ein bisschen nebenher gelaufen ist und eigentlich ein bisschen ein Ergebnis ist von den ganzen Erkenntnissen, die wir über die Jahre gewonnen haben. Grünkohlzüchtung. Wie vererben sich Eigenschaften und lasst uns doch mal züchterisch aktiv werden im Grünkohlfeld. Haben Sie schon einmal blühenden Grünkohl gesehen? Oder wer hat schon mal blühenden Grünkohl gesehen? Immerhin 2 Hände. Das ist ja schon mal, oftmals stehe ich vor so einer Gruppe und der sagt, nö, nie, keine Ahnung, Grünkohl blüht? Wie das denn? Ja, das ist aber auch nicht verwunderlich, denn wie können Sie denn auch mal Grünkohl sehen? Weil in der Regel sind die Felder oder die Pflanzen ja längst abgeerntet. Denn Grünkohl blüht nach der Überwinterung, quasi nach der Grünkohlsaison. Wenn das fertig ist, dann freuen sich die Pflanzen, die nicht abgeerntet wurden und die sprießen dann so richtig und produzieren eine ganz tolle, große, gelben Blütenstand. Der sieht so ungefähr aus, also wirklich richtig groß. Die erreichen dann nochmal richtig große Höhen auch. Und blühen total gelb und total schön, haben richtig viel Nektar. Es ist also auch eine wunderbare Bienen- und Insektenweide. Das heißt, wenn Sie die Möglichkeit haben, in Ihrem Garten Grünkohl anzubauen, lassen Sie 2, 3, 4 Pflanzen über den Winter stehen, ernten Sie die nicht komplett ab oder entsorgen Sie sie nicht auf dem Kompost. Sie werden belohnt werden mit einer ganz tollen Blüte, die für die Bienen und für die Insektenwelt toll ist. Und Sie können die Blüten sogar auch essen. Das ist ein bisschen so wie bei Brokkoli und Blumenkohl. Da essen wir ja auch die Blütenknospen. Ist nichts anderes hier auch, also auch die Blüten oder Knospen oder auch letztlich die Blüten für einen Salat zum Beispiel essbar. Was mache ich hier? Wie Gregor Mendel damals, ich bestäube und kreuze per Hand 2 Sorten. Also der Pollen von der männlichen Sorte, vom männlichen Kreuzungspartner auf die Narbe der weiblichen Sorte. Danach kommt hier so ein Filtertütchen drumherum, damit zum einen ich die Blüte wiederfinde, die ich hier bestäubt habe und damit nicht noch ein freches Insekt nach mir irgendwelchen fremden Pollen da noch drauf packt, den ich da gar nicht haben möchte. Und dann komme ich nach ein paar Monaten wieder und ernte das ausgereifte Saatgut. Und dann kann ich die Saat aussehen und gucke mir dann die Nachkommen an und vergleiche sie mit den Elternsorten, vergleiche Eigenschaften, gucke mir die Inhaltsstoffe an, etc. Und bei diesen ganzen Züchtungsarbeiten oder bei der Kreuzungsaktivität, am Ende wollte ich gerne eine eigene neue Grünkohlsorte schaffen. Warum? Wir haben auch schon so viele. Ja, das ist richtig, wir haben so viele. Es gibt quasi für jeden Geschmack sicherlich und für jede Vorliebe eine Grünkohlsorte. Es gibt aber nicht den einen Grünkohl, der alles kann, quasi den Supergrünkohl, der viele, viele gute Eigenschaften von bestehenden Sorten in einer Sorte vereint. Und das war so ein bisschen mein Ziel, sowas in die Richtung zu schaffen. Also eine Sorte, die
gut schmeckt, viele wichtige Inhaltsstoffe hat, gut aussieht und schön anzusehen ist und leicht im Anbau ist. Und das sollte die Oldenburger Palme werden, denn Oldenburger Palme war bisher immer nur so ein Ausdruck für Grünkohl, ein Synonym. Man sagt ja oft so, ne, die Palme, die Oldenburger Palme oder auch ostfriesische Palme, wobei die ostfriesische Palme tatsächlich eine Sorte ist. Das ist eine eingetragene Sorte, die Oldenburger Palme nicht. Deswegen sollte das jetzt meine Sorte werden, die Sorte für die Stadt Oldenburg, natürlich, wenn in Oldenburg geforscht wird. Und hier ist sie, so sieht sie aus. Wir haben inzwischen zumindest Prototypen. Das ist die Oldenburger Palme. So, was war mir wichtig? Mir war wichtig erstmal der optische Anreiz. Sie sollte nicht so grün sein wie jede andere klassische Grünkohlsorte auch, sondern sie sollte sich schon optisch hervorstechen, sollte also auch einen Zieraspekt, Ziercharakter haben, dass man ihn gut auch im Ziergarten hinpflanzen kann. Gleichzeitig aber natürlich immer noch als Grünkohl erkennbar sein. Und das ist natürlich durch die krausen Blätter und durch den grünkohltypischen Habitus ja hier erreicht. Ja, und dann haben wir einen ausgewogenen Mix gesunder Inhaltsstoffe. Also vieles der guten Dinge sind dort als ein Mix vereint. Gleichzeitig aber auch habe ich auf einen ausgewogenen Geschmack geachtet. Also die Sorte nach Geschmackstests, sie schmeckt sehr nussig und sehr, sehr vollmundig. Auch das war mir wichtig und es ist ja oftmals so ein bisschen so ein Wabonspiel oder ich sag, man muss sich die Waage halten zwischen Inhaltsstoffen, die ja oft eben, haben wir gesehen, auch Geschmackskomponenten haben, und eben dem Geschmack an sich. Also das war, ja, muss man eben schauen, wie man das so ein bisschen in Einklang bringt. Dann ganz wichtig, das leitet jetzt gleich über so zur Zukunft, Klimaangepasstheit. Wir haben immer weiter trockenere Sommer und meine Beobachtung in meinem Grünkohlgarten, dass gerade dann, wenn wir eben längere Zeit ohne Regen hatten, dass einige Sorten besser mit dieser Wasserknappheit auskamen oder zurechtkamen als andere. Und dann habe ich hier für meine Züchtung eben solche gewählt, die besser mit längerer Trockenheit klarkamen als andere. Dann haben wir auch noch so etwas wie einen sogenannten doppelten Erntenutzen. Das bezeichnet, dass im Frühjahr, also regeln, sie ernten ja die Blätter von unten ab, lassen also hier so das obere Drittel stehen und dann im Frühjahr treibt hier am Strunk nochmal ganz viele ganz zarte, neue, junge Triebe durch, die man auch dann entsprechend ernten und essen kann. Weil die auch ganz zart sind, kann man sie auch roh essen oder blanchieren im Salat, wie auch immer. Also man hat nochmal eine zweite Ernte quasi, bevor die Pflanze dann eben nach dem Winter in Blüte schießt. So. Das ist die Oldenburger Palme, das ist die Neuzüchtung. Und damit schließe ich quasi so, der Abschluss dieses Forschungsthemas ist jetzt der Blick in die Zukunft. Was ist jetzt für die kommende Zeit wichtig? Was beschäftigt uns in der Forschung damit? Damit unsere Grünkohlfelder bald nicht so aussehen, wie hier auf dem Foto angedeutet, ist es wichtig, dass wir Grünkohl züchterisch bearbeiten und ihn quasi fit machen für die Zukunft. Und genau eigentlich unter dem Aspekt, den ich Ihnen gerade genannt habe, Wasserknappheit, trockenere Sommer, Klimawandel, muss Grünkohl überstehen können oder muss er gewappnet sein. Er kommt aus Norddeutschland. Bisher waren norddeutsche Sommer feucht und kühl. So, das war überhaupt kein Thema bisher. Momentan ist es das auch noch nicht, aber ich sagte ja eben bereits, wir beobachten das schon in zunehmendem Maße bei einigen Sorten und deswegen muss hier gearbeitet werden. Das ist eine ganz tolle Wissenschaftlerin, die sich genau diesen aktuellen Fragestellungen jetzt annimmt und in einem weiteren Verbundprojekt, das genauso diesen tollen Namen trägt, eine Zukunft für den Grünkohl, in dem wir nämlich genau das bearbeiten. Und es ist ein Verbundprojekt mit anderen Partnern, die Universität Kassel ist zum Beispiel mit dabei, bei der dann auch Konsumententests und sensorische Tests, also quasi Geschmackstests durchgeführt werden. Es sind Züchter aus ganz Deutschland involviert, das heißt, wir bauen den Grünkohl jetzt nicht mehr nur in Oldenburg an, sondern eben auch in ganz Deutschland, in Bayern zum Beispiel, im Hamburger Raum etc., die dann auch ja ihre eigenen Böden und dann eben auch etwas andere klimatische Verhältnisse haben. Und das Ganze wird dann eben züchterisch bearbeitet. Das heißt, züchterische Verbesserungen in Oldenburg. Maike wird dann vor allem auch Inhaltsstoffanalysen machen. Also das Thema wird uns weiter verfolgen, aber eben nicht nur. Da gibt es auch viele weitere wichtige Fragestellungen, wichtige Aspekte für die Zukunft. Also das Thema Grünkohlforschung ist längst nicht auserzählt. Da gibt es noch viele, viele Aspekte und eben, wie Sie sehen, sehr wichtige Dinge, die erforscht werden müssen, damit wir auch in Zukunft den Grünkohl essen können. So, damit sind wir mit dem Forschungsthema durch und ich bringe meinen Vortrag jetzt zum runden Abschluss, indem ich Ihnen jetzt noch ein paar interessante Dinge vorstelle und so ein bisschen was mit nach Hause gebe, Grünkohl mal anders zu nutzen.
Kennen Sie die Grünkohlpraline, die Oldenburger Grünkohlpraline? Keiner von Ihnen. Okay, Sie kennen uns schon mal gesehen. Na, immerhin nicht. Ich dachte, also so weit weg von Oldenburg sind wir jetzt ja nicht, dass das nicht schon mal vielleicht irgendwie zumindest gehört wurde. Das ist tatsächlich eine Praline, also eine Schokolade mit Grünkohl drin, von einem Oldenburger Schokolatier. Und das kann Ihnen keiner besser bestätigen als ich, denn wir bauen an der Uni die Pflanzen, die dann Verwendung für die Praline finden, an. Und die Praline wurde auch zusammen mit uns, also der Schokolatier hat sie zusammen mit uns entwickelt, verschiedene Sorten getestet, weil wir hatten ja die verschiedenen Sorten. Und was eignet sich am besten für die Verwendung in so einer Schokolade? Und wenn Sie die dann mal so aufschneiden, dann sehen Sie tatsächlich auch so diese Grünkohlmasse. Und wenn Sie, die meisten von Ihnen, die es nicht kennen, wenn Sie jetzt denken, boah, Grünkohlpraline, sie schmeckt nicht so, wie Sie jetzt denken. Probieren Sie es mal aus, es ist total lecker und es ist wirklich was Besonderes und auch immer ein schönes Mitbringsel, vielleicht für eben etwas, was man aus Oldenburg mitbringt, was es so wirklich nirgendwo anders gibt. Und diese Liste kann man noch ganz wunderbar erweitern. Es gab in den letzten Jahren ganz viele kreative Köpfe in Oldenburg, die sich eben dem Thema Grünkohl, die Stadt Oldenburg hat ja das Thema Grünkohl touristisch sich auf die Fahnen geschrieben, im Winter als selbsternannte Grünkohlhauptstadt. Und da gibt es eben ganz, ganz viele tolle Ideen und Produkte, die Grünkohl enthalten. Das ist zum Beispiel der Grünkohltee, Grünkohlbrot, gut, Pesto ist ja fast schon Klassiker. Es gibt einen Grünkohl-Gin und auch sogar das Grünkohlbier. Und damit meine ich jetzt nicht das Bier zum Grünkohl, sondern Bier, das mit Grünkohl gebraut wurde. Darf natürlich nicht Bier heißen. Inzwischen heißt es, hier steht noch Oldenburger Palmenbräu, es heißt inzwischen der grüne Anton. Das darf auch jeder dazu stehen, wie er möchte. Ich möchte es auch gar nicht bewerten, aber was es einfach zeigt, ist, wie kreativ man Dinge umdenken, anders denken kann und Grünkohl einbauen kann, wo er vielleicht auf den ersten Blick eigentlich gar nicht hingehört. Und natürlich ist diese Liste noch längst nicht fertig. In den letzten Jahren, die Produktpalette geht immer weiter. Grünkohlburger, Grünkohlchips, die Grünkohlbratwurst, sogar bis hin zum Grünkohl-Sushi und dem Grünkohl-Döner. Und ich finde, eigentlich schöner als mit Döner oder dem Sushi kann man eigentlich zwei Kulturen gar nicht zusammenbringen. Die Kultur rund um den Grünkohl mit der Tradition und die eben asiatische oder türkische Döner- und Esskultur. Also ein Verschmelzen von zwei Kulturen. Und das ist so ein bisschen mein Appell an Sie und mein Wunsch, seien auch Sie kreativ. Denken Sie mal wo man Grünkohl nicht vielleicht doch, wo Sie Grünkohl zu Hause vielleicht mal anders nutzen können. Legen Sie ihn auf die Pizza, machen Sie einen Grünkohlsalat, machen Sie einen tollen Auflauf daraus. Oder auch ein Smoothie. Das ist ja auch mal so ein Thema, ist nicht jedermanns Sache, ich weiß, aber das ist natürlich letztlich die beste Variante, alles Gute aus dem Grünkohl zu nutzen und rauszuholen, denn da haben Sie ja wirklich das pure Blatt im Getränk püriert und Sie können es nach Ihren eigenen Geschmäckern ja noch hinzufügen. Süße und Obst und was Sie gerne mögen. Deswegen, je roher und je weniger verarbeitet, je weniger gekocht Sie Grünkohl verwenden, desto mehr erhalten Sie von den guten Stoffen. Und damit bedanke ich mich bei einigen Menschen, die nicht nur zum Gelingen dieser Forschung beigetragen haben, sondern auch dafür verantwortlich sind, dass ich als Dr. Grünkohl hier offiziell auftreten darf. Mein Doktorvater, Professor Dirk Ahlbach, mit dem zusammen ich dieses Thema ins Leben gerufen habe und der mich auf diesem ganzen Weg begleitet hat und ja, der auch mit dafür verantwortlich ist, dass ich diesen Enthusiasmus, diese Begeisterung zum Grünkohl erleben darf. Professor Nikolai Kunert von der Constructor University in Bremen. Bei ihm und mit ihm zusammen habe ich die ganzen Inhaltsstoffanalysen gemacht, weil er dafür der Experte ist und die ganzen Laboratorien und Gerätschaften hat. Professor Neugart, bei ihr, sie ist meine Zweitgutachterin und mit ihr zusammen haben wir Carotinoide und Flavonoide analysiert. Dr. Nicholas Howard, er hat diese besondere Verwandtschaftsanalysemethode entworfen und dann zusammen mit ihm auf meinen Grünkohldatensatz angewandt. Und Roberto Megias Perez, er ist der Zuckerexperte, er ist ein Doktorand gewesen von Professor Kunert und er ist der Zuckerexperte und mit ihm zusammen habe ich die Zucker im Grünkohl analysiert und bin eben auf die Spur gekommen, was es denn damit jetzt unter kalten Temperatur jetzt wirklich auf sich hat. Anja Müller, die hat wahrscheinlich am meisten Leid tragen müssen. Ich weiß nicht, ob sie heute auch mit zuschaut. Anja hat ganz, ganz viele, wirklich über die Jahre hunderte Datensätze Grünkohl analysiert. All das, was aus diesem Massenspektrometer, diese Chromatogramme, die da rauskamen, die hat sie analysiert und dann, damit ich sie dann weiter verarbeiten konnte. Und ich glaube, sie träumt heute noch davon.
Holger Ihler und Martina Klinger sind die Gärtnermeister im Botanischen Garten, im nicht öffentlichen Teil, und sie haben dafür Sorge getragen, dass bis heute jedes Jahr ein Grünkohlgarten existiert, weil in der Größe, Sie haben es gesehen, das alleine anzulegen, das wäre unmöglich. Deswegen ihr und Ihrem Team oder Ihnen und Ihrem Team, den Gärtnerinnen, bin ich zu großem Dank verpflichtet, dass bis heute und jetzt eben auch dann für Maike immer ein großer Grünkohlgarten dort vorhanden ist. Ja, und Reinhard Lühring, ihn habe ich ja auch schon erwähnt, er hat uns mit den alten Landsorten ausgestattet. Wenn Sie heute nach Hause gehen und was ich mir wünschen würde, was Sie aus meinem Vortrag mitnehmen, ich habe Ihnen gezeigt, wie vielfältig Grünkohl ist. Vielfältig, Sie haben die Sortenvielfalt gesehen, Sie haben sie hier ja, vielleicht sogar probiert. Grünkohl ist nicht nur eine grüne Krautepflanze, sondern so viel mehr. Wir haben uns die Inhaltsstoffe, die inneren Werte angeschaut. Sie dürfen mitnehmen, Grünkohl hat alles Gutes, was Sie sich so vorstellen können und entsprechend vor allem und vergleichsweise sehr, sehr hohen Mengen. Ich habe Ihnen einen Einblick in die Forschung gegeben. Was macht Kälte mit Grünkohl? Die Bitterstoffe, die krebsvorbeugende Eigenschaften haben. Wie forschen wir in der Forschung oder in der Grünkohlforschung an der Uni und vor allem, was sind die Themen für die Zukunft? Wie geht es also weiter mit dem spannenden Thema Grünkohl wissenschaftlich? Und ganz am Ende, wie kreativ kann man mit Grünkohl umgehen? Und das ist auch so mein Wunsch. Seien Sie mutig, schauen Sie ein wenig über den kulinarischen Tellerrand hinaus, probieren Sie was aus und nutzen Sie einfach die Vielfalt, die Grünkohl Ihnen bietet. Wenn Sie das nächste Mal Grünkohl auf dem Teller vor sich haben, dann denken Sie jetzt ja vielleicht an das eine oder andere zurück, was ich Ihnen heute erzählt habe. Und hoffentlich haben Sie jetzt auch ein anderes Bild von Grünkohl als um 19:30 Uhr, als Sie hier heute reingekommen sind. Damit ganz herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ich freue mich auf die Fragen. Vielen Dank. Herr Hahn, ich muss Sie warnen, die Online-Zuschauer wollen schon wissen, wo Sie in Oldenburg persönlich treffen können. So ist das so. Sie haben, Ihr Ruf eilt Ihnen förmlich voraus. So ist das also. Das höre ich sehr gerne. So, jetzt die Gelegenheit. Alle die Fragen zu Grünkohl, die Sie noch nie zu stellen wagten. Ja, genau, Sie dürfen alles fragen. Oh, auf der anderen Seite. Genau, Moment. es kommt ein Mikrofon zu Ihnen, damit auch die Online-Zuschauer das hören. Ach so. Ja, aber nicht für die Online-Zuschauer. Ja. Also die Frage ist, wo man Grünkohlsorten kaufen kann, Saatgut kaufen kann. Das ist tatsächlich gar nicht so schwer. Sie finden also in der Saison eine kleine Auswahl tatsächlich in jedem Supermarkt, wenn dort diese Saatgutständer, doch. Schauen Sie mal hin, da finden Sie, ob das jetzt, ich will keinen Namen nennen, aber ob das die Discounter ist, tatsächlich bei Aldi gibt es auch Grünkohl tatsächlich. So, aber da finden Sie wirklich so die absoluten Klassiker. Der Baumarkt hat eine deutlich größere Auswahl, da finden Sie schon so 2, 3 Sorten und darüber hinaus bietet das Internet, also da größere Saatgutversender bieten eine große Auswahl, also eine deutlich größere Auswahl. Und wenn Sie auf regionale Sorten stehen, Sie haben tatsächlich die Möglichkeit, ich habe ja Ihnen von Reinhard Lühring und diesen alten ostfriesischen Sorten erzählt, da gebe ich Ihnen den Tipp, der Dreschflegel e.V. Dreschflegel ist ein Saatgutversand, dort erhalten Sie einige der Sorten, die Reinhard Lühring anbaut, also Saatgut davon. Genau. Ansonsten Kultursaat ist noch so eine Anlaufstelle, Bingenheimer Saatgut. Also da muss man wirklich online ein bisschen schauen, da findet man eine gute Auswahl. Gerne. Wenn ich nun keine Möglichkeit habe anzubauen, wo finde ich im Handel unterschiedliche Sorten? Handel ist schon auch wieder schwieriger. Also unterschiedliches, also im Supermarkt, da gibt es in der Saison wirklich nur Grünkohl frisch, wenn es ihn überhaupt gibt, im größeren Supermarkt. Ansonsten die regionalen Wochenmärkte. Ich weiß nicht, wie es in Delmenhorst ist, ich könnte mir aber auch vorstellen, dass das hier auch der Fall ist. Ich weiß, in Oldenburg gibt es einige Marktbeschicker oder Direktvermarkter, die so 3, 4 verschiedene Grünkohlsorten oder auch 5, ich weiß es nicht, im Angebot haben. Also da haben sie wirklich dann die Vielfalt, auch eben rote Sorten, alte Sorten auch, also da gibt es wirklich nur der Wochenmarkt. Und ich könnte mir schon vorstellen, dass das auch hier in Delmenhorst ist. Ich weiß zum Beispiel, wenn ich unterwegs bin in anderen Städten, gucke ich auch, wenn ich die Möglichkeit habe, auf den Wochenmarkt. Ich war vor ein paar Wochen in Mainz. Da gab es schon Grünkohl und tatsächlich auch unterschiedliche Sorten. Als ich in Berlin war auf dem Wochenmarkt, ich meine, Berlin ist ja sowieso sehr kreativ, was sowas alles angeht und sehr weit vorne. Und da findet man tatsächlich auch mehrere Grünkohlsorten. Und ja, aber da ist wirklich dann schon irgendwie die Wochenmärkte besser geeignet als der Supermarkt. Ja, bitte. Wie sieht das aus mit der Preisentwicklung, gerade aufgrund der Tatsache, was Sie genannt haben, mit Nahrungsmittelknappheit, Ja. Klima etc., weil die Weltbevölkerung wird ja immer größer und dementsprechend
Ja. die Ernährung, beziehungsweise es gibt ja immer wieder mehr Leute, die entsprechend ernährt werden möchten und dementsprechend Grünkohl ja nicht nur bei uns, sondern auch weltweit halt ja ein Produkt oder beziehungsweise Lebensmittel, was halt gern verzehrt wird. Das stimmt, genau. Von der Preisentwicklung her ist das bisher stabil, ist da bisher noch kein Thema, noch kein Problem, weil Grünkohl einfach sehr, im Grunde sehr einfach anzubauen ist. Es ist auch eben nicht sehr teuer als Saatgut oder als Pflanze, auch als Jungpflanze nicht. Eben bisher nicht. Deswegen ist das die Preisentwicklung aus dem hiesigen Markt, zumindest im deutschen Markt, ist bisher stabil. Also da gibt es keine, manchmal hört man ja, da war die Ernte nicht so gut, weil es eben entweder ein sehr feuchtes Jahr war oder eben ein sehr trockenes Anbaujahr. Da gibt es dann so kleinere Schwankungen, aber eigentlich ist es bisher beim Grünkohl kein Thema. Super, vielen Dank. Ja, ich habe eine Frage zu den ganzen vielen Sorten Ja. Grünkohl, die Sie haben. Und zwar sagten Sie ja 120. Sie haben ja zu Recht darauf verwiesen, dass sie im zweiten Jahr blüht und dann ja für Sie auch wertlos ist, in Anführungsstrichen, auf dem Acker, es sei denn, Sie wollen die Saat haben. Besorgen Sie sich die Saat selber oder vermehren Sie selber? Ja, Was ja sehr schwierig ist, Genau. weil Sie ja mit der Super Oldenburger Palme genau. schon gezeigt haben, dass man nicht freie Bestäubung machen kann, wenn man ein bestimmtes Ziel haben will. Richtig, oder genau. auch die Sorte erhalten will. Genau, haben Sie völlig recht. Deswegen kaufen wir tatsächlich den Großteil der Sorten, die wir einfach als Sorte haben wollen, kaufen wir dazu. Oder ja, nur in seltenen Fällen. Wenn es seltene Sorten sind, die erhalten wir dann auch, dass wir selber Saatgut produzieren. Aber wie Sie es richtig gesagt haben und auch richtig gesehen haben, wir sind eben keine Experten im großen Saatgutanbau. Das heißt, wir machen das dann wirklich per Hand mit diesen Filtertüten und einzelne Blüten, einzelne Samenkapseln, die dann kommen, Samenschoten. Deswegen für die Hauptsorten, die erhältlich sind, das kaufen wir dazu und konzentrieren uns in der Zucht dann wirklich nur auf die ganz bestimmten züchterischen Aspekte, die wir halt haben wollen. Noch eine Frage, eine ganz andere Richtung. Kennen Sie einen Henning Glür aus Bremen? Der hat ein Buch geschrieben, eine internationale Grünkohl-Rezeptesammlung. Deswegen frage ich nur. Ist ein bisschen mit Augenzwinkern. Ja, Ich will okay. auch nicht unbedingt Werbung machen, aber Ja, das dürfen Sie sehr gerne. da gibt es auch asiatische Rezepte. Ach, wie schön. Guter Hinweis. Nee, das sagt mir so nichts. Das Buch kenne ich auch nicht, aber das werde ich auf jeden Fall mal recherchieren. Ja, vielen Dank für den Tipp. Sehr schön. Hier vorne ist noch eine Frage. Waren Sie schon mal Kohlkönig? Und wenn ja, wie oft? Mehr als genug. Mehr als genug. Da kommt man natürlich nicht drum rum. Als Grünkohlforscher nicht König zu sein, Kohlkönig, das ist quasi, das ist qua Amtes. Das war in der Dienstbeschreibung, in der Stellenausschreibung mit dabei. Ja, ich habe mal eine Frage. Gibt es auch eine Enttäuschung über Grünkohl? Irgendwas, was Sie jetzt so, wo Sie vorher nicht mit gerechnet haben, was Sie sagen, oh, das ist jetzt aber, das hätte ich jetzt nicht gedacht, dass es nicht klappt oder dass es einfach negativ ist? Nee, so gesehen eigentlich nicht eine Enttäuschung. Also, wenn man mit Pflanzen arbeitet, ist es immer schwierig, ist man halt immer an die Pflanze gebunden quasi. Ich kann nicht, also den Zyklus quasi der Pflanze. Ich kann jetzt nicht heute oder sagen, ich gehe morgen ins Labor und mache irgendwas, sondern ich muss die Pflanze erstmal aussehen, anziehen und kann dann mit ihr arbeiten. So, das ist das eine. Dieses Experiment mit der Klimakammer, mit der oder Temperaturzelle, bis das alles so funktioniert hat, wie wir uns das vorgestellt haben, das hat gedauert. Das hat fast ein Jahr gedauert mit den Tests und dass wir die Temperatur halten konnten. Kühlen war gar nicht so das Problem, aber wir wollten sie auch heizen haben und die kann von Natur aus nicht heizen. Deswegen haben wir da drin mit Wärmelampen gearbeitet und das dann mit Zeitschaltuhren und so, beziehungsweise dass das so dann auch automatisch geregelt wird. Das hat gedauert und das war ein bisschen so, kein Rückschlag, aber schon komplizierter, als ich mir das so vorgestellt habe. Und man hat ja so seinen Zeitplan und Forschung ist ja eigentlich immer, soll ja möglichst wenig Zeit dauern, dass man dann durch ist und das hat schon zeitlich zurückgeworfen. So. Ansonsten aber irgendwie, dass ich mal enttäuscht wurde oder so, nee, gar nicht. Tatsächlich nicht. Aber eine schöne Frage, die hat mir bisher noch keiner gestellt, tatsächlich. So, wie sieht es denn online aus? Gibt es da auch? Bisher nicht, wir gucken einmal. Also abgesehen von der Frage, wo man sie treffen kann in Oldenburg, meinen Sie?
Man kann mich im Zweifel natürlich im Botanischen Garten oder an der Uni treffen, aber man kann natürlich jederzeit Kontakt mit mir aufnehmen. Den Kontakt kann man finden, E-Mail-Adresse, wer also da tatsächlich noch Fragen oder so hat und irgendwas von mir wissen will, stehe ich auch jederzeit über so eine Kontaktaufnahme natürlich zur Verfügung. Sie meinen dem Forschungsgarten und dem öffentlichen Garten? Naja, es ist beides in Oldenburg, wobei der nicht öffentliche, also mein Forschungsgarten, der ist auf dem Universitätsgelände. So, und der öffentliche Garten am Philosophenweg, der ist da ja für alle zugänglich und da haben wir eben das Schaubeet. Ja, da kennen Sie ja dann, ja, genau. Ja. Es ist ja doch eine ganze Menge, die da auf dem Feld ist. Oder warten Sie nur bis zur Blüte und danach weg und dann neu? Mal so, sage ich mal. Also natürlich, wir ernten die Pflanzen jetzt nicht komplett ab, weil eben, wie Sie richtig sagen, wir brauchen ja die zur Blüte und sie sollen ja dann für die Forschung sein. Aber es sind natürlich immer mal Pflanzen übrig und man probiert sich natürlich da auch mal so durch, auf jeden Fall. Aber die klassischen Experimente, sage ich mal, also die kulinarische Art, so, dass man mal was Neues ausprobiert, das findet dann schon zu Hause statt. Also wir kochen ihn in der Uni, wenn dann nur zu Forschungszwecken. Genau. Ohne Wurst, ja, genau, natürlich. Ja, in der Uni ist alles, das ist ohne Wurst. Online keine Fragen, aber enthusiastischer Dank. Das freut mich zumindest, der Enthusiasmus, das freut mich sehr zu hören. Haben Sie eigentlich auch nicht nur Grünkohl mit Grünkohl gemixt, sondern mal versucht, mit anderen Kohlarten das zusammenzubringen und da Verbindungen zu schaffen und da Positives oder andere Eigenschaften mit reinzubringen? Ja, hat auch noch keiner gefragt tatsächlich. Ja, habe ich tatsächlich gemacht und da habe ich auch eine ganz tolle Kreuzung, wenn man so will, oder neue Züchtung geschaffen. Und zwar habe ich Kohlrabi mit Grünkohl gekreuzt. Das war so ganz am Anfang, als ich so erstmal reinkam, als es darum geht, wie vererben sich Eigenschaften von Grünkohl oder von Kohl im Allgemeinen, wie vererbt sich Farbe, wenn ich eine rote Elternsorte habe, taucht das auch in Nachkommen auf und so weiter. Da war ein bisschen so ein Ausprobieren und da habe ich das tatsächlich mit Kohlrabi gemacht und was habe ich geschaffen? Eine quasi Pflanze, die eine Kohlrabi-Knolle hat und darauf dann aber die krausen Grünkohlblätter. So, also nicht nur die kleinen Kohlrabi-Blätter, die ja dann auf dem Kohlrabi-Kopf aufsitzen, sondern schon echt recht große Grünkohlblätter, die eben auch kraus waren und entsprechend die Farbe hatten, also quasi so eine Zweinutzungspflanze. So, das ist nicht wirklich, das habe ich so ein bisschen für mich erhalten, aber das ist jetzt nicht weiter in die Weiterentwicklung gegangen, das war so just for fun, aber es hat eben gezeigt, ja, wie sich Eigenschaften dann eben doch, gerade bei Kohl, da kreuzt sich ja alles mit allem grundsätzlich, bei Brassica 10 und wie man aber dann erreichen kann, wenn man ein bestimmtes Kriterium möglichst in der Tochtergeneration haben will, wie man das eben dort erreichen kann. Genau. Jetzt bringen Sie mich auf eine Idee. Gibt es da nicht seit einigen Jahren schon im Handel eine Kreuzung aus Grünkohl und Rosenkohl, wenn ich mich nicht irre? Die ist doch, glaube ich, recht beliebt. Ja, das Erinnere ich stimmt. mich falsch? Nee, das haben Sie völlig richtig in Erinnerung. Das ist sozusagen Flower Sprout, Kohl oder Kohlröschen oder so wird das verkauft. Das ist genau, das ist eine Kreuzung zwischen Grünkohl und Rosenkohl. Man hat also quasi, die Grundpflanze ist ein Rosenkohl, also hoch, aufrecht, oben dann so die typischen Rosenkohlblätter und die statt Rosenkohlröschen haben sie quasi Mini-Grünkohlpalmen, wenn man so will. Also so die krausen, deutlich größeren Röschen, wenn man so will, am Stamm. Also sie ernten quasi kleine Grünkohlröschen an einer Rosenkohlpflanze. Ist deswegen tatsächlich so beliebt, weil das so super zart ist. Weil sie dann eben nicht die großen, manchmal ja sehr ledrigen Blätter des Grünkohls haben, sondern wirklich so die kleinen Triebe, die sehr, sehr zart sind und auch sehr, sehr nussig, sehr vollmundig im Geschmack und sich dafür wunderbar für Salat oder eben so, um in der Pfanne zu braten, eignen. Super. So, wenn so keine Fragen sind und bevor wir uns komplett verabschieden, wobei ich natürlich auch gerne noch für Gespräch oder wenn Sie noch persönlich was wissen wollen, gerne noch hier zur Verfügung stehe, scheuen Sie sich nicht. Lassen Sie mich noch die Gelegenheit nutzen, einen kleinen Mini-Werbeblock einzuschieben. Denn, wenn Sie sich jetzt fragen, ich möchte gerne da noch mehr darüber erfahren, das war so spannend und ich möchte da mehr eintauchen, kann ich Ihnen ein tolles Buch empfehlen. Und zwar Mythos Grünkohl, das neue Superfood.
eine Mischung aus Kochbuch und Wissensbuch. Das heißt, es geht dort nicht nur um ganz tolle Rezeptideen und eben, wie kann ich kulinarisches noch nutzen, sondern auch ganz, ganz viel Hintergrundwissen. Es werden Sortenporträts vorgestellt, es gibt ein ganzes Kapitel, wie Grünkohl in anderen Ländern angebaut und beziehungsweise genutzt wird, welche Sorten. Es wird über Forschung gesprochen, natürlich durfte auch ich daran mitarbeiten und mitwirken und es ist also ein ganz tolles Kompendium, wirklich eine Mischung, kein reines Fachbuch natürlich, kein reines Kochbuch, alles in allem, auch von Sterneköche haben dort ihre Rezepte. Wenn Sie daran interessiert sind, es ist ja auch bald Weihnachten. Ich habe hier diverse Exemplare mitgebracht. Sie dürfen da natürlich gerne einmal drin blättern. Und wer möchte, oder für den Adventskalender zum absoluten Sondervorzugspreis, können Sie das heute direkt bei mir hier mit nach Hause nehmen. So, das war der eine Werbeblock. Der andere Werbeblock, die Nordwestzeitung hat in der letzten Saison einen ganz tollen Podcast, einen neuen Podcast ins Leben gerufen, der sich rein zum Thema Grünkohl beschäftigt. Kohltastisch, der Grünkohl-Podcast, in dem das Thema Grünkohl wirklich von A bis Z in den verschiedenen Episoden behandelt wird. Also es geht um Kohlfahrten, wie organisiere ich das, es geht natürlich um Kulinarik, es geht um natürlich die Wissenschaft. Wenn Sie noch mehr von mir hören möchten, da hatte ich Zeit, noch viel intensiver auf einige Themen einzugehen. Hören Sie sich das an, auch Reinhard Lühring erzählt, auch der kann ganz toll erzählen. Hören Sie sich das gerne an, weil je mehr Hörer es gibt, desto wahrscheinlicher ist, dass das Ganze auch fortgesetzt wird. Finden Sie auf allen Plattformen, überall, wo es Podcasts gibt oder Sie googeln das einfach, Kohltastisch, der Grünkohl-Podcast. Ja, ansonsten